Herzlich willkommen zurück zu Licht ins Dunkel der Mystery-Schulen. Im letzten Kapitel haben wir das Thema der Assassinen ausführlich betrachtet. Ihre Geschichte endete 1256 mit dem Fall Alamuds. Doch das Prinzip, das sie verkörperten, die unsichtbare Macht, gezielte Schläge, geheimes Wissen, das verschwand nicht einfach. Es wanderte weiter. Die Verbindung zwischen den Assassinen und den Tempelrittern ist eine der faszinierendsten Brücken der Geheimordensgeschichte. Schon der Orientalist Joseph von Hammer-Purgstall schrieb 1835 in seiner History of the Assassins: Die Templer tragen die stärkste Analogie zu den östlichen Ismaeliten. Ihr System von Graden, Großmeistern und bedingungslosem Gehorsam scheint eine direkte Kopie zu sein. Der islamische Gelehrte S. Amer Ali ging noch weiter und sah in den Ismaeliten das Original, von dem die Kreuzzügler das Konzept für ihre Geheimgesellschaften übernahmen. Auch moderne Mysterienforscher wie John J. Robinson betont in Born in Blood die Parallelen. Beide Orden operierten als unsichtbare Staaten im Staat, mit absoluter Loyalität und mehreren Schichten des Wissens. Die Templer zahlten angeblich Tribut an den syrischen Zweig der Assassinen, 2000 Besandten jährlich, was Historiker bis heute als Schutzgeld oder geheime Allianz deuten. In manchen Kreisen sind es 3000 Besandten, manche sagen 2000 Besandten. Sollte die Anzahl der Besandten 2000 betragen, gab es da noch Wissen, welches ausgetauscht wurde? Diese Berührungspunkte im Heiligen Land, inmitten von Krieg und Handel, legten, wie es scheint, den Grundstein für einen Wissenstransfer, der Europa nachhaltig veränderte. Wurde wirklich mehr als nur Geld ausgetauscht zwischen den beiden Organisationen? Denn Wissen ist Macht und die Templer erlangten große Macht. Eine so große Macht, dass sogar Königshäuser vor ihnen zitterten. Und genau darum werden wir nun eine tiefe Analyse starten zu den Templern. Alles begann um 1118 oder 1119 in Jerusalem. Die Stadt war erst kurz zuvor im ersten Kreuzzug erobert worden. Tausende Pilger aus Europa strömten ins Heilige Land, um die Stätten zu besuchen, an denen Jesus Christus gelebt und gewirkt hatte. Doch die Wege dorthin waren gefährlich. Räuber lauerten in den Hügeln, Banditen überfielen Karawane, ganze Gruppen verschwanden spurlos. Die Pilger brauchten Schutz. 9 französische Ritter schlossen sich unter der Führung von Hugo de Payens zusammen. Sie legten die Gelübde von Armut, Keuschheit und Gehorsam ab, gleich wie die Mönche. Doch sie waren keine Mönche. Sie waren bewaffnete Krieger. Ihr offiziell erklärtes Ziel war klar: die Pilgerwege sichern. Doch was waren ihre wirklichen Absichten? König Balduin II. Von Jerusalem überließ ihnen Räume auf dem Tempelberg. Aus diesen 9 Rittern wurde innerhalb weniger Jahrzehnte eine der mächtigsten Organisationen Europas. Papst Innozenz II. Bestätigte 1139 die Regel des Ordens, die Bernard von Clairvaux verfasst hatte. Die Templer unterstanden fortan ausschließlich dem Papst. Weder Könige noch Bischöfe hatten Gewalt über sie. Sie durften Steuern erheben, Zölle umgehen und Waffen tragen. Ihre militärische Schlagkraft war legendär und ihr Erscheinungsbild eindrucksvoll. Weiße Mäntel mit rotem Kreuz, strenge Disziplin, kein Rückzug in der Schlacht. Doch der eigentliche Schlüssel zu ihrer Macht lag nicht nur im Schwert. Die Templer schufen das erste internationale Bankensystem der Geschichte. Ein Pilger konnte in Paris oder London Geld bei einer Templerkommende hinterlegen und erhielt einen Wechsel, eine Art Scheck, den er in Jerusalem einlösen konnte. Sie waren so einflussreich, dass Könige und Fürsten bei ihnen borgten und der Orden wurde unermesslich reich. Er besaß Ländereien in ganz Europa, Burgen, Farmen,
Weinberge und eine eigene Flotte. Die Templer waren gleichzeitig Mönche, Krieger und Banker. Ein Staat innerhalb der Staaten. Genau diese Konzentration von Macht und Reichtum weckt Fragen. Warum gründeten 9 Ritter einen Orden, der so rasch wuchs? Warum ließen sie sich ausgerechnet unter dem Tempelberg nieder und gruben dort 9 Jahre lang? Historiker wie Graham Hancock sehen in diesen Ausgrabungen mehr als bloße Neugier. In seinem Buch The Sign and the Seal schreibt er: Die Templer waren vielleicht die ersten Archäologen der Geschichte, die nicht nach Gold, sondern nach einer göttlichen Grammatik suchten. Manche vermuten, sie fanden Reliquien, die Bundeslade oder verlorene Schriften aus salomonischer Zeit. Vielleicht gnostische Schriften? Manly P. Hall geht in The Secret Teachings of All Ages noch einen Schritt weiter. Er betont, dass die Templer im Orient nicht nur gegen den Islam kämpften, sondern dessen tiefste philosophische Strömungen aufnahmen. Hall formulierte es so: Es ist beinahe sicher, dass die Templer von den arabischen Mystikern in die Geheimnisse der okkulten Architektur und der kabbalistischen Zahlenlehre eingeweiht wurden. Die Templer waren schon zu diesen Zeiten weit mehr als nur ein Ritterorden. Sie waren eine Mystery-Schule in Rüstung. Ihre Regel war streng: Schweigepflicht, Gehorsam, Askese. Sie kannten Grade der Einweihung, vom Novizen bis zum Großmeister. Ihre Rundkirchen, wie die Temple Church in London oder die Kirche in Tomar, folgten dem Vorbild der Grabeskirche und der Al-Aqsa-Moschee. Sie waren nicht nur Gotteshäuser, sie waren Orte der Initiation, Orte der energetischen Zentren. In der Roslin Chapel in Schottland, die mit der Sinclair-Familie verbunden ist, finden sich bis heute Symbole, die auf templarisches Wissen hinweisen, wie geometrische Muster, Pflanzenmotive oder Hinweise auf die Bundeslade. Doch diese Art der Macht zieht Neid und Misstrauen an. Im 13. Jahrhundert scheiterten die Kreuzzüge endgültig. Das Heilige Land ging verloren. Die Templer hatten ihren ursprünglichen Zweck eingebüßt, doch ihr Reichtum blieb. König Philipp IV. Von Frankreich, genannt der Schöne, stand 1307 vor einem Problem, das ihn mehr quälte als jede militärische Niederlage. Er war bei den Templern unermesslich verschuldet. Der Orden hatte ihm in den Jahren zuvor enorme Summen geliehen, um seine Kriege gegen England und Flandern zu finanzieren. Die Templer waren nicht nur reich, sie waren darüber hinaus die Bankiers der Krone. Philipp konnte die Schulden nicht zurückzahlen, ohne sein Königreich in den Ruin zu treiben. Gleichzeitig sah er, wie viel Gold, Juwelen, Reliquien und Dokumente in den Templerkammern lagerten. Als er 1307 die Großmeister und hohe Würdenträger nach Paris lud, um angeblich über neue Kreuzzüge zu sprechen, führte man ihn persönlich in ihre Schatzkammern. Was er dort sah, war mehr als Reichtum. Es war ein Schatz an Wissen, Artefakten und Dokumenten, die ihn besessen machten. Philipp erkannte, dass die Templer nicht nur Geld horteten, sie horteten Macht, und er erkannte, dass sie viel mächtiger waren als er selbst. Jacques de Molay, der letzte Großmeister, reiste kurz zuvor zu Papst Clemens V., um über einen neuen Kreuzzug zu verhandeln. Clemens selbst war ein schwacher Papst, der unter dem Einfluss Philipps stand und in Avignon residierte, nicht in Rom. De Molay war wie besessen davon, die Templer wieder ins Heilige Land zu bringen. Warum hatte er diese Besessenheit? Die offizielle Geschichtsschreibung sagt, er wollte den Orden rehabilitieren und die Pilgerwege neu sichern. Doch es gibt eine tiefere Schicht, die die Mysterien mit anderen Augen betrachten. De Molay wusste, dass die Templer unter dem Tempelberg etwas gefunden hatten, etwas, das sie noch nicht vollständig verstanden hatten. Die Ausgrabungen der ersten Jahre hatten nicht nur Gold und Reliquien zutage gefördert.
Es gab Gerüchte über Texte, Karten, geometrische Modelle und vielleicht sogar Fragmente einer uralten Technik der Initiation, die aus salomonischer oder noch älterer Zeit stammte. Historiker wie Malcolm Barber, The Trial of the Templars, und Alain de Morgan, The Last Templar, berichten, dass die Templer während ihrer 9-jährigen Grabungen unter dem Tempelberg nicht nur nach der Bundeslade suchten. Sie fanden wahrscheinlich auch Schriften, die alchemistische, kabbalistische und astronomische Kenntnisse enthielten, Wissen, das die Kirche als heretisch ansah. De Molay wollte zurück, weil er glaubte, dass die Templer noch nicht alles gefunden hatten. Suchte er nach tieferen Wegen der Initiation, Grade, Rituale, vielleicht sogar eine Form der inneren Alchemie, die nur durch weitere Funde oder den Kontakt zu östlichen Mystikern wie zum Beispiel den Ismaeliten oder Sufis zugänglich waren? De Molay war vertieft in seine Mission und ahnte nichts von diesem schicksalhaften Tage, der folgen sollte. Philipp sah in den Kammern der Templer nicht nur Gold, er sah eine Bedrohung. Einen Orden, der unabhängig war, reicher als die Krone und im Besitz von Wissen, das die Kirche und Könige fürchten mussten. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, dem Tag, der von diesem Tage an unseren Aberglauben prägte, ließ Philipp die Templer in ganz Frankreich verhaften. Die Anklagen wogen schwer. Häresie, Götzendienst, Homosexualität, Spucken auf das Kreuz Jesu. Besonders schwer wog der Vorwurf des Baphomet-Kopfes, und dieser Anklagepunkt sorgte für großes Aufsehen. Viele Okkultisten sind überzeugt, Baphomet ist keine Teufelsfigur. Wendet man die hebräische Atbasch-Chiffre an, eine einfache Buchstabenspiegelung, ergibt sich das Wort Sophia, die göttliche Weisheit. Doch auch hier gibt es wieder zwei Seiten. Die eine, die in der Figur des Baphomet die göttliche Weisheit sieht, und die andere, die diese androgyne Erscheinung zum Sinnbild der Perversion nutzt. Die Templer waren keine Teufelsanbeter. Sie verehrten möglicherweise die Weisheit, die gleiche Sophia, die in der Gnosis als gefallene Lichtträgerin erscheint. Unter Folter jedoch gestanden viele. Jacques de Molay widerrief später sein Geständnis. Er wurde auf dem Scheiterhaufen in Paris verbrannt. Es war der 18. März 1314. Die Sonne sank bereits über Paris, als sich das Schicksal des letzten Großmeisters erfüllte. Man führte Jacques de Molay nicht auf einen gewöhnlichen Marktplatz. Man brachte ihn auf die Île de Juif, die Judeninsel, ein kleines Stück Land der Seine, direkt im Schatten der gewaltigen Mauern von Notre-Dame und in Sichtweite des königlichen Palastes. Dort, auf einem Scheiterhaufen, der so platziert war, dass das Volk vom Ufer aus zusehen konnte, sollte das letzte Kapitel des Ordens geschrieben werden. Doch statt zu flehen, erhob de Molay in den Flammen seine Stimme. Es war kein Schrei der Angst, sondern ein letztes, machtvolles Urteil. Er zitierte den König und den Papst vor das Gericht Gottes mit den Worten: Papst Clemens, König Philipp, ich lade euch vor das Gericht Gottes. Innerhalb eines Jahres werdet ihr mir folgen. Und die Geschichte gibt ihm recht. Beide Männer starben innerhalb weniger Monate. Und während der Rauch über der Seine aufstieg, begann eine Legende, die die Jahrhunderte überdauern sollte. Heute erinnert nur noch eine kleine, unscheinbare Gedenktafel am Pont Neuf an jene Stelle, wo das Feuer die sterbliche Hülle des Großmeisters verzehrte, aber seinen Geist für die kommenden Geheimgesellschaften unsterblich machte. Der Orden wurde offiziell aufgelöst. Sein Vermögen fiel der Krone oder den Johanniterorden zu. Doch die Templer verschwanden nicht spurlos. Viele flohen nach Schottland, wo, wie man sagt, die Sinclair-Familie ihnen Schutz bot. In Portugal wurden sie als Christusorden neu gegründet.
Manche Legenden berichten von Templerflotten, die mit Archiven entkamen unter der Flagge der Skull and Bones oder als Freibeuter. Die East India Company, die später die Welt beherrschte, wird in manchen Theorien ebenfalls mit diesen Überlebenden in Verbindung gebracht. Und damit schließen wir diese Episode. In der nächsten Folge behandeln wir ein Buch, welches von John J. Robinson verfasst worden ist und den Titel Born in Blood trägt. Ich möchte mich recht herzlich bei Herrn Bastian Salier vom gleichnamigen Salier Verlag bedanken, der mir die Erlaubnis erteilt hat, aus der deutschen Übersetzung dieses großartigen Werkes vorzulesen. Die Übersetzung trägt den Namen Im Blut geboren, wurde übersetzt von Hasso Henke und ist zu erhalten über den Salier Verlag. Ich werde den Link in der Beschreibung hinterlassen, denn jeder, der sich mit dem Thema Templer und Freimaurer beschäftigt, sollte dieses Buch unbedingt in seinem Regal stehen haben. Die offizielle Beschreibung dieses Buches gebe ich Ihnen heute schon mit. Im Blut geboren von John J. Robinson, übersetzt von Hasso Henke. Die Freimaurerei mit ihren rätselhaften Symbolen und Ritualen existierte schon mehrere Jahrhunderte, bevor sie sich im Jahre 1717 in London der Öffentlichkeit präsentierte. In der Folgezeit verbreitete sie sich über die ganze Welt und ihre Ideale bewegten Herrscher und Staatsmänner dazu, die heiligen Eide der Bruderschaft abzulegen. Doch woher kam diese mächtige Organisation? Wie entstand sie und was bewirkte sie in den geheimen Jahrhunderten, bevor sie vor mehr als 300 Jahren aus dem Untergrund auftauchte? Und aus welchem Grunde wurde sie von der römisch-katholischen Kirche mit derart großem Hass verfolgt? John J. Robinson beantwortet diese und andere Fragen und beweist, dass die Tempelritter in Britannien während ihrer Flucht vor Verhaftung und Folter eine geheime Gesellschaft zum gegenseitigen Schutz bildeten, die in späteren Jahren als Freimaurerei bekannt wurde. Vor einem bildreich entworfenen Hintergrund berichtet der Autor von blutigen Schlachten, opportunistischen Königen und ränkeschmiedenden Päpsten. Im Blut geboren ist ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der Geschehnisse, die im Laufe der Zeit zur protestantischen Revolution führten. John J. Robinson von 1919 bis 1996 war ein amerikanischer Schriftsteller mit besonderem Interesse am mittelalterlichen Britannien und den Kreuzzügen. Er war Mitglied in der Medieval Academy of America und der Royal Overseas League von London. Dieses Buch wurde bereits im Jahr 1989 geschrieben und veröffentlicht. Erstaunlicherweise ist dies 30 Jahre später die erste publizierte Übersetzung ins Deutsche. Seit Jahrzehnten forschen freimaurerische Historiker nach den Wurzeln der Freimaurerei, ohne mehr vorweisen zu können als Vermutungen oder neue Interpretationen alter Forschungsergebnisse. Mit diesem Buch liegt erstmals eine in sich schlüssige und belegbare Entstehungsgeschichte der Freimaurerei vor. Möge es dazu beitragen, den vielen falschen Beschuldigungen, Verdächtigungen und Dämonisierungen der Freimaurerei ein Ende zu bereiten und ebenso dazu, den Freimaurern die Sicherheit zu vermitteln, eine verlässliche und glaubwürdige Geschichte ihrer Herkunft und eine nachvollziehbare Begründung für ihre bis heute gepflegte Verschwiegenheit präsentieren zu können. Und mehr zu diesem Buch in unserer nächsten Folge. Bis dahin, bleiben Sie wachsam.